Viele Maßnahmen bei der Autopflege sind rein kosmetisch, aber es gibt auch ein paar sicherheitsrelevante. Das sind vergilbte, vermattete Scheinwerfer. Und wie wir von so einem Zustand in diesen Zustand kommen, zeigen wir dir in diesem Video. Es ist immer sehr umstritten und ich habe die Kommentare schon vor meinem geistigen Auge. Es ist verboten, das dürft ihr nicht, auf gar keinen Fall. Das ist gar nicht so klar. Es ist per se nicht verboten, Scheinwerfer zu polieren. Es ist allerdings so, dass Scheinwerfer, so wie sie ausgeliefert werden, eine sogenannte Bauartgenehmigung haben. Und es ist verboten, Objekte, die eine Bauartgenehmigung haben, in ihren Eigenschaften oder in ihrer Oberfläche zu verändern. Jetzt kann man gerne darüber streiten, ob so ein Objekt oder so ein Scheinwerfer noch eine Bauartgenehmigung hat, ob das hier noch tatsächlich zulässig ist. Und sich überlegen, ob eine Politur und Aufbereitung der Scheinwerfer erlaubt ist bzw. die Bauartgenehmigung betrifft. Ich will es jetzt mal abkürzen, man kann darüber viel diskutieren. Wenn ein Scheinwerfer, in diesem Fall, in diesem Zustand dürfte er keine HU bekommen, also kein TÜV umgangssprachlich. Und wenn jetzt ein Scheinwerfer aufbereitet wird und dann im Rahmen der HU eine Lichtprüfung durchgeführt wird und festgestellt wird, dass der Scheinwerfer den Anforderungen der StVZO, Straßenverkehrszulassungsordnung, entspricht, dann ist Sinn des Gesetzes nach meiner Definition erfüllt, nämlich der Sinn dieser Vorschrift ist es, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Und wenn ein amtlich bestellter Prüfsachverständiger bestätigt, dass die Lichtausbeute, Lichtwinkel, Lichtstreuung und alles, was da geprüft wird, in Ordnung ist, dann definiere ich das als in Ordnung. Deswegen zeigen wir euch jetzt unser Vorgehen bei der Scheinwerferaufbereitung. Relativ minimalinvasiv. Wir werden nicht schleifen, sondern nur polieren und danach auch wieder fachgerecht versiegeln. Dazu kommen wir am Ende. Ich nehme euch einmal mit durch die Schritte und dann sehen wir uns ganz zum Schluss nochmal wieder. Der letzte Schritt, den habt ihr auch gesehen, ist wichtig, und zwar die Scheinwerfer wieder zu versiegeln. Wenn der Klarlack runter ist, kann auch eine Versiegelung nicht schützen, aber gerade diese Versiegelung von Sonax, ihr seht hier unten, hat eine Osram-Test bestanden. Und zwar hat man geprüft, ob ein Scheinwerfer, der nach Vorgabe dieses Sets, also entsprechend mit der Scheinwerfer-Polish, die wir auch benutzt haben, aufbereitet wurde und dann versiegelt wurde, hat Osram als Hersteller von Scheinwerfern gesagt, ja, das entspricht der Bauart unserer Scheinwerfer, und damit schließt sich am Ende wieder der Kreis. Ganz wichtig ist zu sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ein fachgerecht aufbereiteter Scheinwerfer, wobei man bei dem hier sagen muss, ich glaube, der wurde mal nachlackiert, der ist vom Klarlack nicht ganz klar sozusagen. Wenn wir raufleuchten, zeigen wir euch auch, ist der komplett klar, also auspoliert. Aber unabhängig davon, wenn so ein Scheinwerfer geprüft wird, wird niemand feststellen, dass er aufbereitet wurde. Unabhängig davon, auch hier, das spricht schon dafür, dass es generell zulässig ist, aber auch da, wie gesagt, setzt lieber wo kein Kläger, da kein Richter. Also ihr müsst den TÜV-Prüfer nicht unbedingt darauf hinweisen, denn da gibt es auch unterschiedliche Meinungen bei den verschiedenen Prüfgesellschaften, DEKRA, TÜV, KÜS und welches da noch so gibt. Deswegen macht das einfach, sorgt dafür, dass der Scheinwerfer gut aussieht, und vor allen Dingen auch hier, ich sage immer, es ist wie beim Zahnarzt, da kannst du mal bohren lassen, deine Zähne füllen und einmal aufbereiten lassen sozusagen. Wenn du sie danach nicht putzt, werden sie auch wieder löchrig und irgendwann kann auch der Zahnarzt nichts mehr machen. Deswegen pflegt eure Scheinwerfer, keine hochalkalischen Reiniger, keine Waschstraßen, keine Bürsten, sondern eine schonende Pflege wie für den Lack. Dann gibt es da in Zukunft auch keine Probleme. Bei Fragen haut sie einfach in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Ihr wisst jetzt, wie ihr Scheinwerfer fachgerecht aufbereitet, sodass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und könnt euch viel Geld für neue Scheinwerfer sparen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.